Was muss ich tun, wenn bei meinem Geschirrspüler das Wasserhahn-Symbol aufleuchtet? Wenn das Wasserhahn-Symbol angezeigt wird, schalten Sie das Gerät aus und ziehen den Netzstecker. In einem ersten Schritt ziehen Sie den Geschirrspüler heraus und überprüfen Sie, dass der Zulauf sowie der Ablaufschlauch nicht eingeklemmt oder geknickt ist. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie das funktioniert, folgen Sie bitte der Montageanleitung des Geschirrspülers. Wenn Sie den Geschirrspüler wieder montieren, ziehen Sie vorsichtig an den Schläuchen, während Sie den Geschirrspüler wieder in Position bringen, damit die Schläuche nicht eingeklemmt werden und somit die Wasserzufuhr nicht eingeschränkt ist. Im zweiten Schritt müssen Sie überprüfen, dass die Wasserzufuhr eingeschaltet ist und auch richtig funktioniert. Überprüfen Sie, ob der Wasserhahn leicht auf- und zugedreht werden kann. Kontrollieren Sie auch die Wasserzufuhr in das Gerät. Es sollten 10 Liter pro Minute sein. Schalten Sie die Wasserzufuhr durch Drehen im Uhrzeigersinn aus. Entfernen Sie den Zulaufschlauch mit einem Handtuch, wie abgebildet. Prüfen Sie, dass kein Wasser fließt. Stellen Sie einen Eimer unter den Wasserhahn und drehen Sie ihn voll auf. Nachdem Sie die Wasserzufuhr mit 10 Litern pro Minute überprüft haben, schließen Sie die Wasserzufuhr vom Gerät wieder an. Bitte beachten Sie, dass bei älteren Wasserhähnen nicht genügend Wasser fließen kann, auch wenn der Wasserhahn geöffnet ist. Prüfen Sie, dass alles dicht ist. Der dritte Schritt besteht aus der Reinigung der abnehmbaren Filter. Beachten Sie die beiden Schlauchtypen. In beiden Fällen wird der Filter mit einer Zange vorsichtig entfernt. Sie müssen ziemlich stark daran ziehen, damit sich der Filter löst. Reinigen Sie nun den Filter unter dem Wasserhahn. Der Filter sollte mit der Zange sicher am Schlauch eingesetzt werden. Halten Sie den Filter in der Mitte und nicht an der Seite, damit der Filter nicht beschädigt wird. Geschirrspüler werden normalerweise mit einem Verbindungsstück mit dem Siphon verbunden. Diese Verbindung muss ebenfalls überprüft werden. Schrauben Sie den Anschluss ab. Entfernen Sie den Schlauch und überprüfen Sie, dass er nicht verstopft ist. Schrauben Sie anschließend das Anschlussstück ab.